Und das ist leider das größte Problem, was ich mit der DJI Neo habe. Denn sie überzeugt auf so vielen Ebenen, aber das macht leider alles zunichte und die Drohne leider für die meisten Anwendungsbereiche unbrauchbar. DJI hat wieder mal eine neue Drohne veröffentlicht, die DJI Neo, und ich habe mich schon extrem drauf gefreut von den Leaks her, konnte es jetzt eine Woche testen und teile jetzt mein Fazit mit euch. So klein! Dieses Video ist nicht von DJI gesponsert, ich habe die Drohne auch nicht als kostenloses Testgerät bekommen, sondern sie von meinem eigenen Geld erworben. Dieser YouTube-Kanal wird von meiner Videoproduktions- und Designagentur Ecomedia unterstützt, was neutrale Produktreviews möglich macht. Legen wir sofort los und fangen an mit dem besten Argument für diese Drohne, würde ich sagen, und das ist der Preis. Die Drohne alleine bekommt man schon ab 199 €, was ein unglaublich guter Einstiegspreis ist, vor allem wenn man sich noch nicht mit Drohnen auskennt und das gerade neu kennenlernen möchte und in diese Welt einsteigen möchte. Und dann gibt es noch die Fly More Combo, die ich hier habe. Da ist ein Controller dabei und noch 2 weitere Akkus, also insgesamt 3 Akkus mit einer Dreifach-Ladestation. Und diese Combo ist ab 349 € zu haben. Apropos Akkus, mit einem dieser Akkus bekommt man laut DJI 18 Minuten Flugzeit. Realistisch gesehen in meiner kurzen Testphase sind es jetzt aber eher so 12 bis 14 Minuten, was aber für die Größe der Drohne und das Gewicht auch wirklich nicht schlecht ist. Apropos Gewicht, das ist natürlich auch ein großes Thema bei dieser Drohne. Sie wiegt nur 135 Gramm, was wirklich nichts ist. Die Drohne hat einen Propellerschutz, sodass sollte man wo dagegen fliegen, theoretisch nichts kaputt gehen sollte, oder es wird zumindest damit versucht, das so gut wie möglich zu vermeiden. Das ist ganz gut, wenn man zum Beispiel Indoor fliegen möchte oder durch enge Räumlichkeiten, zum Beispiel FPV, First-Person-View fliegen, aber dazu kommen wir später noch. Es gibt extrem viele Möglichkeiten, diese Drohne zu steuern. Man kann sie entweder nur mit dem Handy alleine steuern, es gibt die Möglichkeit, den Controller, der in der Fly More Combo kommt, zu verbinden. Dann geht die Reichweite von ungefähr 50 Metern auf bis zu 7 Kilometer, was extrem viel ist für eine winzige 135 Gramm Drohne. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Drohne mit dem FPV Remote Controller 3 zu verbinden, und sie ist auch mit den FPV-Brillen von DJI kompatibel, aber dazu später mehr. Und dann gibt es eine sehr interessante Möglichkeit, diese neue Drohne zu steuern, und zwar ganz ohne Handy oder Fernbedienung. Dazu wählt man einfach einen der 6 Quickshots auf der Drohne und lässt die Drohne von der Handfläche abheben. Die Drohne fliegt dann autonom ihren Quickshot. Dabei erkennt sie die Person, von deren Handfläche sie abhebt, und kann sie dann verfolgen oder zum Beispiel in einem Kreis rundherum fliegen und kann am Ende wieder auf der Handfläche der Person landen. Schauen wir uns an, wie es funktioniert. Kleiner Funfact über die DJI Neo. Die Drohne kann bei Wind bis zu 8 Metern pro Sekunde geflogen werden, und ich glaube, wir haben deutlich mehr. Schauen wir mal, ob das was wird oder nicht. Okay, ich habe jetzt hier die DJI Neo. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, wie winzig dieses kleine Teil ist und wie leicht es ist. Da vorne die kleine Kamera. Das ist wirklich ein winziges kleines Gerät, und ich hoffe wirklich, dass wir mit dem Wind hier zurechtkommen. Wir schauen es uns an. Wir schalten die Drohne ein mit dem klassischen DJI, einmal kurz und dann lange drücken. Hier auf der Oberseite gibt es ein paar Modi. Und zwar kann man mit diesem Button durch die einzelnen Modi durchswitchen. Zum Beispiel im Moment sind wir auf dem Follow-Modus, dann gibt es den Droney-Modus, den Circle-Modus und Rocket, einige andere noch. Und wenn man dann lange den Button hält, dann startet die Drohne aus der Hand. Und das würde ich jetzt gerne mit dem Follow-Modus mal ausprobieren. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert, weil mit dem Wind gerade, I don't know. Medium, follow. Medium, follow. 3, 2, 1. Alright. Sie ist jetzt da. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Die Drohne ist bei mir und sie steht ziemlich stabil in der Luft, trotz des Windes. Mal schauen. Oh, sie folgt mir. Schauen wir, ob ich davon komme. Um die Ecke. Oh, 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 sie bleibt dran, sie bleibt dran. Was passiert? Sie hat ja keine Hinderniserkennung. Was passiert, wenn ich hier jetzt vorbeilaufe, ganz knapp? Okay, okay, okay. Komm her, komm her, komm her. Wow, das war knapp. So, angeblich muss man 3 Sekunden stehen bleiben und nur die Hand ausstrecken. Und die Drohne kommt zurück. Schauen wir, ob das funktioniert. Funktioniert nicht. Alright. Sweet. Das war extrem cool. Hat extrem gut funktioniert. Probieren wir jetzt mal Circle und schauen, wie das funktioniert. Vor allem jetzt ist der Wind noch stärker geworden. Ich habe echt kein gutes Gefühl dabei. 2 meters. Circle. Let's see what it does. 2, 1. Walking, ey.
Chill out. Okay. Es circelt nicht so ganz. Oh, jetzt. Okay. Wow, okay. Boah, die Drohne ist aber extrem unangenehm laut. Ist jetzt eine sehr hohe Frequenz und eine sehr laute, quietschende. Probieren wir mal ein Droney. Klingt so komisch. Okay, erstes Fazit. Die Drohne liegt trotz des stärkeren Windes sehr stabil in der Luft. Und dieses autonome Fliegen funktioniert auch extrem gut, muss ich sagen. Wie gesagt, gibt es auch die Möglichkeit, die Drohne komplett über das Handy fliegen zu lassen. Und hier können wir auch die ganzen Quickshots auswählen oder wir können die Drohne manuell steuern. Und das möchte ich jetzt gerne einmal ausprobieren. Oh, und wir können sogar das Gimbal verstellen. Ist nicht schlecht, okay. Gut, ich heb mal kurz ab und schaue, wie der automatische Start funktioniert. Ich hoffe echt, das wird was. Okay. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wie auf einer Fernbedienung mit diesen digitalen Joysticks die Drohne zu bewegen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Die Bildübertragung ist sehr gut. Die Drohne ist aber nicht besonders schnell, muss ich sagen. Das ist jetzt auch eine Möglichkeit, wie man das Gerät fliegen kann. So, hier steht jetzt, wegen dem starken Wind kann die Drohne nicht mehr zum Startpunkt zurückkehren. Deswegen fliege ich jetzt mal manuell kurz hier zu mir zurück. Das ist dann doch ein bisschen gruselig. Gerade war so starker Wind. Schaut mal bitte kurz, in was für einem Winkel die Drohne hier zum Wind steht, damit sie die Windböen ausgleichen kann. Das ist schon echt bewundernswert. Und das Bild ist dafür sehr, sehr stabil. Es gibt ein Feature, das würde ich unglaublich gerne noch ausprobieren, auch wenn es so unglaublich windig ist hier. Und das ist folgendes. Man kann hier nämlich mit dem Mikrofon des Handys Audio aufnehmen. Ich mache das jetzt mal, okay. Und dann können wir die Drohne starten und in der Theorie nimmt mein Handy dann mein gesprochenes Audio auf und verwendet aber gleichzeitig Noise Cancelling, um dieses nervige Surren von der Drohne aus der Tonspur zu entfernen und speichert das Video mit dem Ton auf dem internen Speicher von der Drohne. Und das klingt doch ziemlich cool und das würde ich jetzt gerne mal testen, deswegen hebe ich mal ab. So, und meine Frage ist jetzt, Benachrichtigungen, ja, meinetwegen. So, wir nehmen jetzt Ton auf hier und man muss dazu sagen, es ist nicht nur dieses nervige Surren von der Drohne, sondern es ist auch noch extremer Wind. Aber ich nehme jetzt Ton auf mit meinem Handy und in der Theorie sollte der Ton von der Drohne mit Noise Cancelling entfernt werden aus meiner Audiospur. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wie gut das funktioniert. Und da oben kommt auch gerade ein ziemlich dicker Helikopter an. Wenn dieses Feature funktioniert, ist das, glaube ich, extrem cool für Vloggen mit der Drohne. Wobei, ich meine auch ganz ehrlich, wer vloggt mit der Drohne? Also, jetzt haben wir auch noch einen Helikopter da. Ich glaube, inzwischen haben wir Windhelikopter und Drohnengeräusch. Also, wenn diese Tonspur was wird, dann bin ich echt beeindruckt. Die Videos, die aufgenommen werden von der Drohne, werden dabei auf einen internen Speicher abgelegt, also nicht auf eine Micro-SD-Karte oder etwas ähnliches, die man mit der Drohne verwendet, sondern auf einem internen Speicher, der 22 GB groß ist. Und man kann die Drohne über USB-C mit dem Computer verbinden und sie dann quasi als Speichermedium verwenden und die Videos von der Drohne auf den Computer kopieren. Nachdem die Drohne 135 Gramm wiegt, wie gut kann die Videoqualität sein? Und das ist leider das größte Problem, was ich mit der DJI Neo habe. Denn sie überzeugt auf so vielen Ebenen, aber das macht leider alles zunichte und die Drohne leider für die meisten Anwendungsbereiche unbrauchbar. Und das finde ich so extrem schade, weil grundsätzlich verbinde ich DJI mit Innovation und mit Qualität und ich bin ein riesiger Fan von den Produkten. Ich verwende die Avata von DJI und liebe sie. Ich verwende das LiDAR Focus Pro System von DJI. Ich verwende die Mikrofone von DJI. Ich habe viele Drohnen in der Vergangenheit von DJI verwendet und diese hatten immer ausgezeichnete Videoqualität, aber das kann ich leider von der DJI Neo nicht behaupten. Ich weiß, die Drohne kostet nur 199 €, aber lass uns trotzdem drüber reden. Die DJI Neo kann 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Allerdings ist Auflösung nicht das Einzige, was gute Bildqualität ausmacht. Die 4K-Videos der DJI Neo sehen eher nach 720p Videos aus
Und das liegt wahrscheinlich an der extrem niedrigen Bitrate und der digitalen Nachschärfung, die standardmäßig eingestellt ist. Also um das Beste aus der Kamera von der DJI Neo rauszuholen, empfehle ich folgende Schritte. Reduziere das digitale Nachschärfen und die Rauschreduktion in der App oder der Brille auf die jeweils niedrigste Option. Links ist nun das Video von der DJI Neo mit den Standardeinstellungen zu sehen und rechts das Videomaterial ohne digitales Nachschärfen und Rauschreduktion. Wenn Nachschärfen und Rauschreduktion nötig sein sollten, empfehle ich das im Nachhinein in einem Schnittprogramm wie DaVinci Resolve hinzuzufügen. So sieht das Bild zumindest in meinen Augen schon deutlich besser aus als mit den Voreinstellungen. Zu 100% zufrieden bin ich mit der Bildqualität aber immer noch nicht. Ausreichend für eine Produktion für einen Kunden oder selbst für ein YouTube-Video ist es in meinen Augen nicht. Also vielleicht ist die Drohne für Instagram oder TikTok gedacht, aber warum der Sensor dann nicht vertikal verbaut ist, sondern im Breitbildformat. Das heißt, man müsste einen vertikalen Ausschnitt aus einem Breitbild nehmen, das eh schon sehr geringe Videoqualität hat und dann hätte man noch geringere Videoqualität. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Vielleicht ist die Drohne für First-Person-View-Einsteiger gedacht. Alright, ich bin zu einem coolen Steinbruch gefahren, um First-Person-View-Aufnahmen mit der DJI Neo zu machen. Dazu wollte ich sie mit der Brille verbinden und dann dem entsprechenden First-Person-View Remote Controller. Allerdings habe ich die ältere Generation, die Generation V2 von der First-Person-View Brille. Und nach 1,5 Stunden herumprobieren und Frustration wirkt es fast so, als wäre die Drohne nicht mit der älteren Generation von der FPV-Brille kompatibel, obwohl eigentlich technisch gesehen es möglich sein müsste. Ich werde mir für diese Drohne aufgrund der unzureichenden Videoqualität jetzt leider nicht die dritte Generation der Brille für FPV-Aufnahmen, für First-Person-View-Aufnahmen kaufen. Zudem kostet die Brille 659 € und ich frage mich, wer, der sich diese Drohne kauft für 199 €, dann erstens noch eine Brille kauft für 659 €, dann den Controller noch für 149 €, vor allem wenn man bei der Gesamtsumme mit einer DJI Avata 2 in der Fly More Combo mit Glasses und Controller schon dabei günstiger dabei wäre, oder wenn man was sparen will, vielleicht mit der ersten Generation von der Avata, wäre man günstiger dabei, hätte eine Drohne, die deutlich besser performt, weil sie mehr Power hat, länger durchhält. Beide Avata-Generationen haben eine deutlich bessere Kamera. Also wüsste ich ganz ehrlich gesagt nicht, wem ich diese Drohne für First-Person-View-Action-Stuff empfehlen könnte, außer vielleicht, okay, es soll Indoor sein oder so. Oder es geht vielleicht darum, dass er unter 250 Gramm hat. Leider keine coolen Aufnahmen jetzt. Ich hätte es sehr gern ausprobiert, bin extra hier zu einem Steinbruch gefahren, hätte mich sehr gefreut, aber leider nicht möglich. Als ich das erste Mal von den Leaks zur DJI Neo gehört habe, dachte ich mir, das ist genau die Drohne, die ich brauche. Die wiegt nichts, die kann selber fliegen, hat all diese coolen Features und ich brauche sie. Ich werde sie mir holen, sobald sie da ist. Ich fände es auch viel cooler, wenn diese Drohne 250 € kosten würde zum Beispiel und dafür eine bessere Kamera hätte. Naja, die Vorfreude bleibt. Vielleicht kommt ja bald eine zweite Generation raus mit einer besseren Kamera und vielleicht sogar Hinderniserkennung, denn diese Drohne hat auch vorne und auf den Seiten keine Hinderniserkennung und da unten hat sie Sensoren zum Landen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Für wen ist diese Drohne gemacht? Würdet ihr sie euch kaufen? Zahlt es sich aus für euch? Ist die Bildqualität für euch ausreichend oder sagt ihr auch, okay, dann lieber doch eine DJI Avata oder eine Mini 4K? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin gespannt, eure Meinung dazu zu lesen. Wenn ihr mehr Reviews wie dieses sehen wollt, wo ich wirklich ehrlich bin und nicht jedes Produkt in den Himmel lobe, dann lasst gerne ein Abo da. Freut mich sehr, hilft mir sehr weiter. Ich lasse euch hier jetzt noch ein Video da am Bildschirm, wo ich die DJI FPV-Drohne teste. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinklickt und das anschaut. Ist eher so eine Art Vlog als ein Review. Ich danke euch sehr vielmals fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Servus.